Wenn dein Reisepass in weniger als 5 Jahren abläuft, dann würde ich dir empfehlen, ihn jetzt zu verlängern. Warum das so ist, das werde ich dir in diesem Video erläutern. Wir reden ja auf diesem Kanal oft über Plan B, Auswandern, zweite Staatsbürgerschaft beantragen, Aufenthaltsgenehmigung beantragen und so weiter und so fort. Alles Maßnahmen, um deine Freiheit zu erhalten und dich und dein Vermögen vor der Übergriffigkeit des Staates schützen zu können. Das sind sicherlich alles wertvolle Maßnahmen, keine Frage, aber vielfach missachtet man dort die naheliegenden, aber dennoch sehr wichtigen Themen. Stell dir einmal vor, du bist ausgewandert, du lebst im Ausland und dein Reisepass läuft ab. Was machst du dann? Nun, du musst auf die lokale deutsche Botschaft gehen und deinen Reisepass verlängern lassen. Warum ist das wichtig? Warum brauchst du einen Reisepass? Nun, das ist natürlich eine ziemlich banale Frage. Ohne Reisepass kommst du nicht weg. Du hast keine Mobilität, du steckst letztlich fest. Das muss nicht weiter schlimm sein, kann aber, wenn du weg willst, ziemlich nervig sein. Jetzt versetz dich einmal zurück in die Corona-Zeit. Wie effizient, glaubst du, haben die Botschaften in jenen Corona-Tagen gearbeitet? Ich kann es dir sagen, ziemlich bescheiden. Viele Botschaften waren komplett geschlossen. Du hast also in dieser Zeit dann überhaupt keinen Reisepass bekommen. Du wärst also hier komplett festgesessen in dem Land, in dem du dich gerade aufgehalten hast. Und geben wir uns keine Illusionen hin. Eine solche Krise kann ja jederzeit wieder ausbrechen. Oder eine ganz andere Krise, vielleicht eine geopolitische Krise wie Krieg oder sowas. Bei dem, was gerade in der Welt passiert, ist eben alles tatsächlich möglich. Nun stell dir einmal vor, es ist Krieg. Wie werden dann die Botschaften arbeiten? Und das ist ja dann nochmal deutlich kritischer als zum Beispiel bei einer Pandemie. Denn stell dir einmal vor, dass die deutsche Bundesregierung entscheiden würde, dass wehrfähige Männer im Ausland keinen Pass mehr beantragen können. Hältst du das für völlig abwegig? Naja, dann schau dir einmal an, was den ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland passiert ist. Die ukrainische Regierung hat hier während diesem Krieg beschlossen, dass ukrainische Männer im wehrfähigen Alter auf der Botschaft keinen Pass mehr beantragen können. Wenn du also in Deutschland als Ukrainer lebst, bist du dort auf die ukrainische Botschaft gegangen, um deinen Pass zu verlängern. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt musst du in die Ukraine zurück, um deinen Pass zu verlängern. Und du kannst dir ja vorstellen, was passiert, wenn du dort ankommst. Mit Sicherheit lassen sie dich nicht mehr gehen, das ist ja völlig klar. Und der Staat hat sich geweigert, für solche Personen Ersatzausweise auszustellen. So, jetzt stell dir mal deine Situation vor. Stell dir einmal vor, du bist irgendwo im Ausland, vielleicht in Dubai. Du bist dort bewusst hingezogen, um einer Wehrpflicht zu entkommen. Wer weiß, was da noch alles passiert hier in Deutschland und in Europa, wissen wir ja gerade nicht. Es wird wie blöde aufgerüstet. Noch nie war es wahrscheinlicher, dass es zu einer militärischen, zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt. Jetzt stell dir einmal vor, die deutsche Regierung verabschiedet ein ähnliches Gesetz wie die ukrainische. Der Fall, von dem wir also gerade eben gesagt haben, er könnte völlig abwegig sein. Dann könntest du in Dubai hier keinen deutschen Pass mehr beantragen, dann sitzt du also in Dubai fest. Daher eben mein Tipp an dich, lass es gar nicht darauf ankommen. Wenn du jetzt einen Pass hast, der noch weniger als 5 Jahre lang gültig ist, lass ihn jetzt verlängern. Das kannst du machen, das ist komplett legal. Dann hast du einen neuen Reisepass, der 10 Jahre lang gültig ist und die Wahrscheinlichkeit, dass in diesen 10 Jahren der Konflikt vorbeigeht, die ist schon ziemlich groß. Der Zweite Weltkrieg zum Beispiel hat ja auch nur 6 Jahre gedauert. Und mit einem Pass, der 10 Jahre gültig ist, hast du dann deine volle Mobilität wieder hergestellt. Dies ist aus meiner Sicht der einfachste und wirkungsvollste Tipp, um schon mal ein Grundmaß an Mobilität zu erhalten, auch ohne dass du hier eine zweite Staatsbürgerschaft, einen zweiten Pass beantragst. Also schau jetzt gleich in deinen Pass. Schau, wie lange er noch gültig ist und verlängere ihn, insbesondere wenn du ein Mann bist und weniger als 60 Jahre alt. Denn eins ist klar, kommt es erstmal zum Spannungs- oder Verteidigungsfall, wird es sehr viel schwieriger sein, hier einen neuen deutschen Reisepass zu bekommen. Das Entscheidende bei der Ausarbeitung eines Plan B ist, dass man hier diese ganzen Maßnahmen trifft, bevor es eben richtig heiß wird, bevor dann alle Behörden überrannt sind oder es sogar gesetzlich untersagt wird, dann hier noch sich einen Pass zu besorgen. Wenn auch das Themen sind, die dich umtreiben und du dich fragst, wie du dich am besten schützen kannst vor möglichen geopolitischen oder sonstigen Krisen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein.
Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Das heißt Fragen rund um Auswandern, Steueroptimierung im Ausland, Plan B, zweite Staatsbürgerschaften etc. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.